DKB oder Bank Norwegian Visa? Welche Kreditkarte ist besser? In diesem Video stellen wir dir die Bank Norwegian Karte und die beiden DKB Visa Karten im Vergleich gegenüber. Dabei zeigen wir sämtliche Vorteile, aber auch die Nachteile. Am Ende des Videos sagen wir dir dann, welche Visa-Karte die beste für dich ist. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns gern einen Daumen hoch da. Wir würden uns sehr freuen. Während es früher nur eine Visa-Karte bei der DKB gab, sind es mittlerweile zwei. Eine Visa-Debit-Karte sowie eine Visa-Kreditkarte. Wie die im Vergleich mit der Bank Norwegian-Karte abschneiden, das erfährst du jetzt. Legen wir los. Die Bank Norwegian und die DKB Visa-Karten im Vergleich. Die Kreditkarte. Bei der DKB gibt es, wie gesagt, zwei Visa-Karten. Eine Debitkarte und eine Kreditkarte. Nutzt du die Debitkarte, werden sämtliche Zahlungen und Bargeldabhebungen umgehend vom Girokonto abgebucht. Bei der Kreditkarte handelt es sich um eine sogenannte Charge-Karte. Zahlungen und Abhebungen werden über einen Monat gesammelt und dann in einer Summe vom Girokonto abgebucht. Bei Nutzung des Kreditrahmens fallen keine Zinsen oder Gebühren an. Die Karten der DKB sind kontoabhängig. Du bekommst sie also nur zusammen mit einem Girokonto der DKB. Das Konto ist kostenlos, wenn du entweder einen monatlichen Mindestgeldergang von 700 € hast oder unter 28 Jahre alt bist. Bei der Bank Norwegian Visa-Karte handelt es sich um eine Revolving-Karte. Revolving-Karten sind echte Kreditkarten, bei denen du zwei Möglichkeiten zur Rückzahlung des genutzten Kreditrahmens hast. Du kannst den monatlichen Saldo in einer Summe komplett zurückzahlen oder in Teilzahlungen über mehrere Monate hinweg. Zahlst du den Betrag aus der Kreditkartenabrechnung wie bei einer Charge-Karte komplett zurück, bleibt die Karte zinsfrei. Nutzt du hingegen die Teilzahlungsmöglichkeit, werden Zinsen berechnet. Wie hoch die sind, zeigen wir dir gleich. Die Bank Norwegian Kreditkarte ist kontounabhängig. Du kannst sie mit jedem beliebigen Konto nutzen. So bleibst du flexibel. Jahresgebühren. Die DKB Visa Debitkarte ist kostenlos. Beim dazugehörigen Konto kann allerdings, wenn du 28 Jahre oder älter bist, eine Kontoführungsgebühr von 4,50 € im Monat anfallen. Vermeiden kannst du sie, indem du einen monatlichen Mindestgeldergang in Höhe von 700 € sicherstellst. Das bringt weitere Vorteile, die wir dir gleich zeigen. Entscheidest du dich für die DKB-Kreditkarte, werden monatlich 2,49 € berechnet. Die Bank Norwegian Kreditkarte ist ohne Bedingungen kostenlos. Startguthaben. Bei der DKB gibt es keine Startguthabenaktionen. Bei der Bank Norwegian gibt es ein Startguthaben von 30 €. 15 € erhältst du sofort als Guthaben auf der Kreditkarte und weitere 15 € gibt es für die Aufladung oder einen Saldoausgleich innerhalb der ersten 4 Monate. Ob es die Aktion noch gibt, wenn du das Video schaust, siehst du unter dem Link unter dem Video. Akzeptanz. Mit einer Visa-Karte genießt du weltweit die größtmögliche Akzeptanz in Geschäften, Restaurants, Supermärkten, bei Dienstleistern und an Geldautomaten. Debitkarten werden bei manchen Autovermietungen und in manchen Hotels nicht akzeptiert. Mit der DKB Debit Visa-Karte kann es daher dort zu Problemen kommen. Die echten Kreditkarten von der DKB und der Bank Norwegian sind auch dort problemlos einsetzbar. Geld abheben mit der Visa-Karte. Geld abheben ist mit der DKB Debitkarte in Deutschland und allen Ländern mit Euro als Landeswährung kostenlos. Bist du Aktivkunde, ist Geld abheben sogar weltweit kostenlos. Dann werden keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren berechnet. Aktivkunde bist du, indem du mindestens 700 € monatlich auf dem Girokonto eingehen lässt. Dabei zählen auch eigene Einzahlungen. Bist du nicht Aktivkunde, wird eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 2,2% berechnet, wenn du die Karte in einer anderen Währung als dem Euro einsetzt. Entscheidest du dich zusätzlich für die Kreditkarte der DKB, kannst du ohne weitere Bedingungen weltweit kostenlos Geld abheben. In dem Fall ist dann kein monatlicher Mindestgeldangang nötig. Mit beiden Karten, also der Visa Debit und der Visa Kreditkarte, kannst du außerdem in DM-Filialen, beim Einkauf eines Produktes ohne Mindestpreis, bei Shell-Tankstellen ohne Einkauf und bei Aldi Süd-Filialen ab einem Einkaufswert von 5 € Bargeld auszahlen lassen. Mit der Bank Norwegian Kreditkarte ist Geldabheben in Deutschland und weltweit an allen Geldautomaten mit Visa-Zeichen kostenlos. Dabei musst du keine Bedingungen erfüllen. Beachte aber Folgendes: Einige Automatenbetreiber im Ausland berechnen eigene Gebühren für die Nutzung ihrer Geldautomaten. Diese Gebühren werden nicht erstattet, da deine kartenausgebende Bank darauf keinen Einfluss hat. Zahle hier dann am besten möglichst immer mit der Karte, um Gebühren zu umgehen. Kartenzahlungen.
Mit der Debitkarte der DKB werden bei Zahlungen in Euro keine Gebühren berechnet. Zahlst du in anderen Währungen, wird eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 2,2% berechnet. Die wird nicht berechnet, wenn du Aktivkunde bist, also einen monatlichen Mindestgeldergang von 700 Euro sicherstellst. Mit der Kreditkarte der DKB benötigst du den monatlichen Mindestgeldergang nicht. In dem Fall werden grundsätzlich keine Fremdwährungsgebühren berechnet. Nutze die Bank Norwegian Kreditkarte, sind Kartenzahlungen weltweit ohne Bedingungen kostenlos. Zinsen. Mit der DKB Visa Debitkarte und bei der DKB Visa Kreditkarte fallen keine Zinsen an. Mit der Bank Norwegian Kreditkarte werden nur Zinsen berechnet, wenn du den monatlich genutzten Kreditrahmen nicht komplett, sondern in Teilzahlungen zurückzahlst. In dem Fall fällt ein effektiver Jahreszins von 19,55% an. Du kannst die automatische Rückzahlung per Lastschrift einstellen. Dann werden keine Zinsen berechnet. Zinsfreies Zahlungsziel. Bei der Visa Debitkarte von der DKB werden alle Kartenzahlungen und Bargeldabhebungen umgehend vom Girokonto abgebucht. Mit der DKB Kreditkarte erhältst du ein zinsfreies Zahlungsziel von bis zu 30 Tagen. Bei der Bank Norwegian Visa Karte hast du ein zinsfreies Zahlungsziel von bis zu 45 Tagen. Kreditrahmen. Die DKB Debitkarte hat keinen Kreditrahmen. Du musst für ausreichendes Guthaben auf dem Girokonto sorgen, um mit ihr zahlen oder Geld abheben zu können. Bei der DKB-Kreditkarte beträgt das übliche Kreditkartenlimit zum Start zwischen 500 und 1000 Euro. Im Online-Banking kann eine Erhöhung beantragt werden. Laut Bank Norwegian ist hier ein Kreditrahmen von bis zu 10.000 Euro möglich. Nach Erfahrungen unserer Zuschauer liegen die Startlimits in der Regel zwischen 1.000 und 3.500 Euro. Erhöhungen kannst du durch eine Nachricht an den Kundenservice beantragen. Bei beiden Kreditkarten ist außerdem die Aufladung mit Guthaben erlaubt. So kannst du deinen Verfügungsrahmen ganz einfach durch eine Überweisung erhöhen. Kontaktlos bezahlen. Alle Karten enthalten einen NFC-Chip, mit dem kontaktloses Bezahlen möglich ist. Bei Beträgen bis zu 50 Euro ist das auch ohne PIN oder Unterschrift möglich. Mobiles Bezahlen. Bei der DKB sind beide Visa-Karten für das mobile Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay geeignet. Die Bank Norwegian Kreditkarte funktioniert mit Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay und Fitbit Pay. Versicherungen. Bei den DKB-Karten sind keine Versicherungen enthalten. Die Bank Norwegian Kreditkarte enthält ein kostenloses Versicherungspaket, bestehend aus einer Reisekrankenversicherung, einer Reiserücktrittskostenversicherung, einer Gepäckversicherung, einer Gepäckverspätungsversicherung und einer Reiseunfallversicherung. Die Versicherungen gelten für dich und deine Familie oder bis zu 3 Mitreisende. Um sie zu aktivieren, musst du einfach nur die Reise zu mindestens 50% mit der Kreditkarte bezahlt haben. DKB Visa oder Bank Norwegian Visa? Welche Kreditkarte ist besser? Wenn du auf der Suche nach einer echten Kreditkarte bist, dann empfehlen wir dir die Bank Norwegian Kreditkarte. Im Gegensatz zur DKB Kreditkarte ist sie kostenlos und bietet trotzdem ein umfangreiches Reiseversicherungspaket. Zum Geld abheben und für Kartenzahlungen kannst du sie weltweit kostenlos einsetzen. Wenn dein Kreditrahmen für größere Ausgaben nicht ausreicht, kannst du die Karte mit einer einfachen Überweisung mit Guthaben aufladen und so den Verfügungsrahmen erhöhen. Einen Link zur Bank Norwegian Karte findest du unter dem Video. Die DKB Visa Debitkarte ist interessant, wenn du keine Kreditkarte bekommen kannst oder möchtest. Mit ihr bist du beim Geldabheben und bei Kartenzahlungen in Deutschland und der Eurozone sehr flexibel. Hast du einen monatlichen Mindestgeldergang von mindestens 700 Euro, dann auch weltweit. Einen Link zur DKB findest du ebenfalls unter dem Video. Hast du noch Fragen zu den Karten oder einen Videowunsch? Dann schreib uns in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.